Hallo liebe Hausbauhelden und herzlich willkommen zu unserem letzten Video vor der Sommerpause. Dafür haben wir für euch. Achso. Hallo liebe Hausbauhelden und herzlich willkommen zu unserem letzten Video vor der Sommerpause. Dafür haben wir für euch wieder ein paar Häuser für Urlaub zu Hause rausgesucht. Ja, weil vielleicht muss so eine teure Fernreise gar nicht immer sein. Wer ein schönes Haus hat mit einer tollen Terrasse, einem tollen Garten, der muss vielleicht gar nicht unbedingt immer weg. Und das hat ja auch Vorteile, Susanne. Genau, kein Packen, kein Reisestress, keine überraschende nervige Baustelle neben dem Hotel, kein Urlaubssitter-Service für Haus und Garten organisieren. Und genau deswegen haben wir jetzt ein paar Hausideen für euch, mit denen Urlaub zu Hause wunderbar funktioniert. Diese junge Familie hat sich in ihrem Traumhaus zahlreiche Lieblingsplätze im Hausinneren und drumherum geschaffen. Über die zentrale Schiebetür wird ein vielseitiger Außenbereich mit Essplatz, Outdoor-Lounge und einer vertieften Kiesterrasse um die Feuerschale erschlossen. Heitere maritime Stimmung verbreitet im Außenbereich die weiße Terrassenmöblierung unter hellen Sonnenschirmen sowie die üppige Bepflanzung mit hohen Gräsern. Wer so eine tolle Terrasse mit Feuerschale hat, braucht keine Grillstelle auf einem Campingplatz mehr. Und gerade kleine Kinder schlafen im eigenen Zimmer oft besser als im Zelt oder Camper. Und das ist dann echte Erholung für die Eltern. Die Sofaecke mit ihrem gekonnten Mix aus Vintage und Modern ist bewusst so angeordnet, dass die Familie hier vor Blicken geschützt relaxen kann. Mit blauen Wänden, goldenem Aufsatzbecken und schwarzen Armaturen ist das Gäste-WC raffiniert in Szene gesetzt. Ein stilles Örtchen für kleine Fluchten aus dem Alltag. Ein verwildertes Stück Land mit See vor den Toren Berlins. Das Potenzial des 7500 Quadratmeter großen Areals erkannte diese Baufamilie sofort. Ein Teil davon gehörte zu einem Landschaftsschutzgebiet und bot die verlockende Möglichkeit, sich mit nahezu unberührter Natur zu umgeben. Um sich den Traum vom Eigenheim leisten zu können, entschied sie sich für das Abenteuer, das Haus in Eigenleistung zu bauen. Und zwar mit einem Bausatzhaus. Der offene Wohn-Ess-Kochbereich hat Wintergarten-Feeling. Das Holz für den großen Familienesstisch stammt vom eigenen Bauland. Unberührte Natur, Wasser und Wald umgeben den Massivbau. An heißen Tagen kann in dem nahen See ein Bad genommen werden. Selbst angelegte Beete vor dem Eingang der zweistöckigen Stadtvilla laden zu entspannter Gartenarbeit ein. Über einen Erker kann aus dem Elterntrakt mit anliegender Ankleide und Bad der Balkon mit Weitblick ins Grüne betreten werden. Wer je ernsthaft Gemüse angebaut hat, weiß, dass man dann den Garten im Sommer sowieso nicht alleine lassen kann. Aber Blick ins Grüne ist immer entspannend. Es muss ja nicht auf den eigenen Garten sein. Eine Dachterrasse mit Weitblick lädt auf jeden Fall immer zur Entspannung ein. Und unser nächstes Beispiel ist ein Haus mit Dachlounge. Mit und in der Natur hat sich ein Ehepaar in der Nähe von Wien mit diesem durchdachten Einfamilienhaus in Massivholzbauweise seinen Lebenstraum erfüllt. Die klare und geradlinige Architektursprache mit großen Fenstern bekommt durch die graue Lärchenholzfassade und das Terrassendeck mit direktem Anschluss an den Pool skandinavisches Urlaubsflair. Unterstrichen wird das Ferienhausgefühl durch viel helles, naturbelassenes Holz sowie die großen Fenster, die im gesamten Wohnraum für eine freundliche Atmosphäre und ein angenehmes, wohngesundes Raumklima sorgen. Lichtdurchflutet zeigt sich auch das Obergeschoss. Das filigrane Relinggeländer in dunklem Stahl setzt einen spannenden Akzent zum Naturmaterial Holz. Entspannung pur bietet die Dachterrasse. Hier entstand eine zusätzliche, geschützte Freifläche mit gemütlichem Lounge-Charakter, die einen auch im Alltag ein bisschen über den Dingen schweben lässt. Ja, zu so einem Haus, in dem man es im Sommer gut aushalten kann, da gehört natürlich auch wichtig ein sommerlicher guter Wärmeschutz, ja, also Verschattungsmöglichkeiten oder eine gute Dämmung, damit man es eben aushalten kann und erträgt. Andere Möglichkeit, man zieht halt direkt aufs Land, da staut sich weniger Hitze und ja, da lässt sich es einfach ein bisschen leichter aushalten.
Ein wunderschönes, aber verwildertes Grundstück weckte in dieser Baufamilie die Landlust. Da das alte Bauernhaus leider nicht mehr sanierungsfähig war, entschied man sich für einen Neubau im Barn-Style, der das Aussehen traditioneller Scheunen mit modernen Wohnelementen kombiniert. Das Gebäude mit sägerauer Lärchenverschalung und weiß verputztem Erdgeschoss integriert sich in die ländlich geprägte Umgebung. Ein Zwischenelement verbindet das Haupthaus mit dem Backhäuschen. Es wird als überdachter Außensitz genutzt. Nicht nur im Sommer gefragt. In der kalten Jahreszeit nutzen die Bauherren den zugefrorenen Pool hinter dem Haus zum gemeinsamen Eisstockschießen. Einfach mal in Ruhe lesen oder auch nur Fernsehen. Diese Möglichkeit bietet die Galerie mit ihrem herrlichen Blick in den Garten. Am entspanntesten ist es für Eltern, wenn die Kinder sich austoben können. In der großen Holzscheune erstreckt sich über 2 Etagen eine Kletterwand für Sport- und Freizeitspaß. Auf einem steilen Hanggrundstück mit direkt dahinter verlaufender Bahntrasse ein Bungalow mit ebenerdigem Zugang zum paradiesischen Freibereich mit Pool bauen, das klingt erstmal unmöglich, ist hier aber gelungen. Alle Wohn- und Schlafräume wurden in das obere Geschoss gepackt und konnten direkt an das große Terrassendeck mit Pool angeschlossen werden. Darunter liegen zur Straße hin Eingangsbereich, Keller, Nebenräume und eine Einliegerwohnung für die Tochter. Eine Schallschutzwand mit integriertem Gartenhaus schützt vor der Bahntrasse. Ein Highlight der Bauherrin ist die regensichere Terrasse, sodass Wohnen und Garten wirklich nahtlos ineinander übergehen. Der Pool lädt zum relaxen und erfrischenden morgendlichen Schwimmen ein. Die Pooltechnik verschwindet unter einem Holzdeck, das auch als Sonnenliege genutzt wird. Versorgt wird die Haus- und Pooltechnik übrigens fast komplett über eine große PV-Anlage auf dem Dach des Hauses. Infos zu den Häusern und Grundrisse findet ihr wie immer per Link in unserer Hausdatenbank. Ja, aber Susanne, Infos brauchen wir jetzt in der Sommerpause echt keine mehr. Weißt du, was wir jetzt brauchen? Einen schönen Drink. Und wir setzen uns jetzt genau auf diese Terrasse und genießen einfach mal ein bisschen unser Leben. Wann geht es eigentlich weiter auf dem Kanal? Weiter geht's hier am Freitag, den 29. August mit einer tollen Haustour. Und bis dahin wünschen wir euch einen schönen Sommer und möglichst viel frische Luft. Prost, liebe Susanne, auf die Ferien. Prost. Prost auf euch.